wollte gerade nur pissen und dann guten Morgen Nebel. Guten Morgen Flugzeug. Und man sieht es halt einfach gar nicht. Na toll. Der gleiche Scheiß wie gestern. Ich glaube, es ist echt kein Problem, wenn ich hier noch eine Nacht länger liegen bleibe. Ich habe Essen für den ganzen Tag, ich habe Trinken für den ganzen Tag. Besser könnte es mir eigentlich gerade gar nicht gehen. Brot und Thunfisch. Brot und Thunfisch. Brot, 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 Thunfisch, 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 Thunfisch. Can't you see I'm calling a guy like you should wear a Ja, so cool. Zum Glück hat sich das Wetter noch mal ein bisschen geändert. Es ist richtig schön warm auf jeden Fall. Es ist jetzt die letzten paar Minuten noch trocken geblieben. Ich sehe gerade auch, dass die Straßen auch schon relativ trocken sind. Und jetzt habe ich natürlich heute Morgen erstmal ein schönes Bad genommen im Keukarpfenbecken, da es mir gestern gestattet wurde, dass ich da eine Runde drin schwimmen darf. Und jetzt werde ich halt einfach weiter diese Radwegroute hier durchfahren. Sonntag ist heute. Mein Rucksack ist sackig schwer, er ist Sonntag schwer. Aber mal sehen, was der Tag noch so bringt. Peace. Und wenn der Boden so bleibt, ist es auch noch ganz angenehm. Ich habe zwischendrin manchmal noch so richtig schöne Kopfsteinpflasterstrecken, die richtig dick ätzend sind. Wow! Hey, ich hab mich verfahren! Juhu! So ein Schild sehe ich zum ersten Mal. Extra eine Inliner-Route, wie geil ist das denn? Ich gehe mal davon aus, dass es dann auch auf jeden Fall asphaltiert. Ich muss da lang. Genau. Und wie eben schon mal gemeint, cool, das ist eine Inliner-Route, also wahrscheinlich asphaltiert. Zu 100%. Ab einer Stülpe. Ja. Aber bevor ich jetzt noch weitermache, ich habe jetzt hier 100 Meter nach dem Schild gerade nochmal einen See gefunden. Und seit Tagen habe ich mich nicht mehr mit meinem tollen Bio-Waschzeugs da sauber gemacht. Deswegen musste ich mich jetzt erstmal wieder sauber machen oder so ähnlich. 20 Minuten später. Frisch gewaschenes Haar. So geil. Ja, sau cool. Ich werde die letzten Tage immer wieder von der deutschen Gastfreundschaft ein wenig überrascht. Also das Bier habe ich schon getrunken. Kinder Schokobons und Babybells und Paprika habe ich schon dazu geschenkt bekommen. Paprika. Ich glaube, ich habe Paprika im Bad hängen. Skate Hotel. Cool, ich habe einen Schlafplatz. Ich denke, hier hat echt keiner was dagegen. Ich werde jetzt noch so ein Stündchen Pöschen machen. Ich werde meine Babybells auffressen, meine Schokobons auffressen. Wir sehen uns morgen früh. Also gerade war ein richtig geiler Moment für mich. Weil ich habe hier die ganze Zeit das Problem wegen meinen neuen Paar Schuhen, dass ich die eventuell nicht rechtzeitig bekomme. Ich habe letztes Jahr eine recht coole Truppe getroffen und kennengelernt. Diese Truppe, die ich jetzt letztes Jahr kennengelernt habe, da kommt irgendwie die Hälfte oder sowas von denen kommt aus Dresden. Und jetzt habe ich eben gerade, nachdem ich mein Handy angemacht habe, nachts im Zelt, direkt die SMS bekommen, Anruf, Erreichbarkeitsinformation. Also, die eine Nummer war wieder anzurufen. Der nette Herr heißt Felix. Und den habe ich jetzt eben gerade angerufen, habe ihm von meiner Story hier erzählt, habe ihm erzählt, was mein großes Problem zurzeit ist. Und der hat schon direkt am Anfang gemeint, ja, ich bin gerade hier in meiner Wohnung in Dresden. Ja. Und er hat mir jetzt, er hat mir seine Adresse zur Verfügung gegeben, habe ihm gesagt, dass ich in 2-3 Tagen circa in Dresden sein werde. Und dann habe ich jetzt eine Adresse, wo meine Schuhe hingeschickt werden.
Aber zuallererst wird erstmal gefrühstückt. Käse auf Brot. Ich glaube, gleich kommt ein wenig Spaß auf mich zu. Ich habe gehofft, da kommt etwas mehr Spaß auf mich zu, aber... Achtung, starkes Gefälle. Tannenzapfen! Ja! Die Dinger wachsen überall. So geil. Also nun ja, jetzt bin ich mittlerweile in Hohenseefeld angekommen und habe hier einen super kleinen Supermarkt gefunden und habe mir dann erstmal hier einen kalten Hund gekauft. Und natürlich einen Sterni. Das kennen wir Hessen nicht, aber die andere Hälfte von Deutschland kennt das. Ach du Kacke. Tour Brandenburg. Und sogar diesmal mit dem Vogel drauf. Und der nächste Stopp ist dann auf jeden Fall Herzberg. Scheint mir eine größere Stadt zu sein. Okay. Also nun ja, angekommen bin. Und nachdem ich jetzt hier am Weiterreisen bin, jetzt am Baum. In naher Zukunft fängt es doch mal wieder an zu regnen, da wir ja irgendwie dieses Jahr so einen richtig geilen Sommer erwischen. In Schweden hat es jeden Tag mindestens 3-mal geregnet, aber kurz. Und hier regnet es dafür einmal, aber lang. Ich bin hier so ein Hallo-Sager. Ich sage grundlegend so gut wie allen Personen und vor allem Wanderern, ob mit dem Fahrrad, mit dem Skateboard, zu Fuß oder wie auch immer man wandern kann, sage ich grundlegend immer Hallo. Das mache ich aus dem Grund, da ich ganz einfach der Meinung bin, mit einem Hallo fängt alles an. Demnach, weil ich viele Leute kennenlernen will, sage ich einfach jedem Hallo. Weil bis jetzt hat alles mit einem Hallo angefangen. Ich habe das Gefühl, dass es manche Menschen gibt, die nie Hallo sagen. Und die gucken einen dann immer an wie ein kleines Kind vorm Fernsehen. Bin übrigens noch mal kurz nach Bayern gefahren, ich bin jetzt in München. Es regnet! Es regnet immer mehr. Das macht das Leben manchmal schwer. Aber das ist das ganz normale Hin und Her. Sonst wär's doch langweilig. Tada! Ja, cool. Also eigentlich habe ich ja gedacht, dass es heute den ganzen Tag regnet. Hat Radio und alle Menschen mir gesagt, aber trotz alledem ist heute Tag ...86. Peace. Juhu! Ja, also der Asphalt ist trocken. Ich kann endlich wieder rollen. Korrekte Scheiße. Das Fenster kommt her zu mir, siehst du da drüben, gleich dahinterm Wellblechzaun da. Wow. Drüben auf dem Platz. Ein Hoch auf die Touristeninformationen. Also bis Dresden bin ich jetzt gut ausgeplant. Aber zuerst hat sie mir noch gesagt, wo hier ein Supermarkt ist und eine Bank. Ich brauche langsam wieder Geld. Also mein Konto sagt, mir geht's gut. Deswegen gibt es mal wieder warmes Essen. Oh, saugeil. Denk mal heute Nacht schon ohne uns entzündet. Hol den Vorschlaghammer, sie haben uns. Ein Denkmal gebaut. Jeder voll Idiot weiß, dass es ihm versaut. Ich werd den schlechtesten Sprayer dieser Stadt. Shit.
Das ist die Elbe. Auf dem Hinweg war die Elbe irgendwie 6-mal so groß. Komm auf die Beine, komm gern zu mir. Ich fahre jetzt einfach die Elbe weiter entlang und gucke, ob ich irgendwo einen schönen Schlafplatz finde. Aber wow! Hallo Moritz! Hol den Vorschlaghammer. Weiter geht's! Ich bin jetzt erstmal auf dem Weg nach Meißen. Sieht alles nach Regen aus. Jeder sagt mir, heute geht die Welt unter. Selber Radio sagt mir, heute geht die Welt unter. Erstmal nach Meißen. Also der Elbradweg ist ja echt eine schöne Sache. Ist schön anzusehen. Aber gut die Hälfte davon ist halt einfach nicht befahrbar. Und hier gibt es eine Steckdose. Hier wachsen Steckdosen am Baum. Nein, wie cool ist das denn? Also genau da ist der Radweg. Und ich glaube, das hier ist irgendwie eine uralte Gaststätte. Keine Ahnung. Aber ich bin der Überzeugung, da hätte man eine Nacht drin schlafen können, weil das Ding ist offen, ey. Da sind sogar noch Oliven im Glas. Oh, wie geil ist das denn? Im Waldschlösschen. Also nun ja, jetzt so langsam bin ich in Dresden angekommen. Ich sehe gerade alles noch Schilder mit 4 Kilometer bis zum Zentrum. Dann, wenn ich dort bin, mache ich erstmal meine Lieblingsbeschäftigung. Und dann werde ich mal meine anderen Liebsten irgendwie kontaktieren und sagen, ich bin da. Zwischendrin werde ich aber auch nochmal Leute nach der Adresse fragen, ob sie mir sagen können, wo denn diese gute Straße ist, wo der nette Herr wohnt. Wir haben jetzt irgendwie kurz vor 1 und der nette Felix kommt um 6 Uhr von der Arbeit nach Hause. Deswegen, ich habe genug Zeit. Punkt. Also jetzt, nachdem ich hier und dort mal ein paar kurze, ein paar lange Leute, lange Bekanntschaften gemacht habe, haben sich endlich meine Bekannten gemeldet. Die sind da. Muss dann nicht mehr hier draußen rumweilen. Also bin jetzt hier angekommen. Erstmal stundenlang über Gott und die Welt geredet, meine ganzen Computerdaten gesichert. Ich habe einen warmen Schlafplatz. So muss das sein. Das ist angenehm. Und morgen gucke ich mich dann mal die ganze Stadt an. Peace, wir sehen uns morgen. Endlich. Immer mal wieder zwischendrin drüber geredet und gemeint. Ja. Angekommen ist mit euch. Guck mal, ich habe neue Klamotten. Ne, die habe ich ausgeliehen bekommen vom netten Felix. Ja, also in der Touristeninformation war ich, da kam jetzt nichts Sinnvolles bei raus. Genau, und jetzt habe ich mir mal wieder alle Landkarten angeschaut. Ich werde mir jetzt nachher in der Stadt nochmal irgendwie die Orientierung raussuchen, um herauszufinden, wo lange ich dann muss. Mal gespannt, was da diesmal bei rauskommt. Danke! Erstmal Bäume suchen, Tiefgarage suchen, Bierchen trinken und nicht nass werden. Süßigkeiten. Einmal, genau, einmal steht dazu. He was a boy, she was a girl. Can I make it any more obvious? He was a punk, she did ballet. What more can I say?
wenn wir die Sekunden erlauben. Ja. Gut. Also wie ihr wisst, gute Schuhe müssen in den Baum. Perfekt. Yes. Danke dir. Einkaufen war ich auch nochmal. Heute war echt ein mega krasser Tag, weil sich alle möglichen Probleme gelöst haben, die ich jetzt in der letzten Zeit hatte. Von wegen, ich habe neue Schuhe. Ich weiß jetzt den Weg nach Hause. Ich habe da jetzt bei der Bibliothek da nachgeschaut. Meine Akkus sind alle voll aufgeladen, meine Speicherkarten sind alle auf der externen Festplatte gespielt. Ich habe heute Geld bekommen. So nach und nach habe ich keine Probleme mehr. Und heute Abend gibt es wieder Rap. Und jetzt fängt an zu regnen. Geil. Und ich werde den kompletten Rest des Tages entspannen. Ich mache einfach mal gar nichts. Und dann geht's ab nach Hause. Peace. Never had a friend or wanted one, so I just lay back and laugh at the sun, 'cause I'm in Sugar Town.